Schön, dass du vorbeischaust zu einem neuen Video. Und zwar sagen wir ja immer, wir möchten mal nach Alpha Centauri mit einem Raumschiff fliegen. Aber jetzt haltet euch fest, wir fliegen mit unserer Erde, mit unserem Sonnensystem bereits durch das Universum, durch den Weltraum. Was bedeutet das in einfachen Worten? Ja, wir sitzen auf der Erde, wir Menschen sitzen auf der Erde quasi auf einem Raumschiff. Was bedeutet das? Zum einen dreht sich die Erde ja um die Sonne, und wie schnell dreht sie sich um die Sonne? Mit 107.000 Kilometer pro Stunde fliegt sie um die Sonne. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn das ist ja nur die Umdrehungsgeschwindigkeit um die Sonne. Jetzt ist es aber so, dass sich nicht nur unsere Erde um die Sonne bewegt, sondern die Sonne, unsere Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems, dreht sich um unsere Galaxie, die Milchstraße. Das heißt, unser gesamtes Sonnensystem mit all den Planeten fliegt eben auch durch das Universum, fliegt um die Milchstraße, um den Mittelpunkt der Milchstraße. Und wie schnell fliegt unser Sonnensystem? Es fliegt sogar noch schneller. Es fliegt mit 800.000 bis 900.000 km/h. Das ist wirklich kaum vorstellbar, ist aber trotzdem nicht mal 1% der Lichtgeschwindigkeit, aber natürlich trotzdem immer noch schnell. Umgerechnet in Meter pro Sekunde bewegen wir uns mit einer Geschwindigkeit von 250.000 Metern pro Sekunde. Und ja, haltet euch fest, pro Sekunde fliegen wir 250.000 Meter durch den Weltraum. Damit wir uns das besser vorstellen können, nehmen wir einfach mal den Jupiter, unseren Gasplaneten und unseren Sonnensystem mit einem Durchmesser von 140.000 Kilometern. Hier im Vergleich auch nochmal die Erde. Und unser Sonnensystem fliegt jetzt mit ca. 850.000 Kilometer pro Stunde und es würde ca. 6 Jupiterplaneten in einer Stunde passieren. 6 Jupiterplaneten vom Durchmesser her würde das Sonnensystem als Strecke zurücklegen. Das ist wirklich unglaublich. Bei 10 Stunden wären es 60 Jupiterplaneten. Das ist am Tag eine unglaubliche Anzahl an Jupiterplaneten, die wir zurücklegen. Und das pro Tag. Und da stellen sich ja viele Leute immer auch die Frage, treffen wir mal irgendwann auf ein Objekt, auf einen anderen Planeten, auf ein anderes Sonnensystem? Da muss man natürlich auch dazu sagen, auch die anderen Objekte drehen sich um die Galaxie, um den Galaxiemittelpunkt, um das schwarze Loch in der Milchstraße. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich auch Objekte, die gegen der Richtung der Milchstraße, um den Drehpunkt der Milchstraße sich bewegen, das heißt auch entgegen der Drehrichtung. Das will ich jetzt hier aber im Video vernachlässigen, und der luftleere Raum, der weite Raum in der Milchstraße ist wirklich so luftleer, dass wir quasi alle heiligen Zeiten mal auf irgendein Objekt treffen. Um es mit besseren Worten zu sagen, auf ein außerirdisches Objekt, also was nicht in unser Sonnensystem gehört, dass wir mal auf so ein Objekt treffen. So, und zur besseren Vorstellung einfach nochmal ein Vergleich. Ein Auto fährt mit ungefähr 250 km/h, ein Flugzeug fliegt ungefähr mit 1000 km/h, die Apollo 10 Landekapsel mit ungefähr 40.000 km/h und ja, unser Sonnensystem durch den Weltraum mit 900.000 km/h. Wirklich eine sehr hohe Geschwindigkeit, unglaublich hoch, verglichen aber mit dem Licht, das sich ungefähr im Vakuum bewegt bei ungefähr 1 Milliarden km/h.
Da sagen dann manche natürlich, warum merken wir nichts von dieser immens hohen Geschwindigkeit? Ja, ihr müsst euch das einfach mal vorstellen, wenn ihr im Auto sitzt und immer die gleichbleibende Geschwindigkeit von 250 km/h habt, dann merkt ihr da eigentlich auch nicht wirklich was. Natürlich seht ihr es, wenn ihr aus dem Fenster schaut, aber wir können eben wegen mangelnder Objekte nahe, Objekte vor unserer Nase, die sind einfach Mangelware, deswegen können wir den Geschwindigkeitsunterschied mit unseren Augen eben von der Erde aus nicht erkennen. Warum unsere Erde auch gegen andere größere Objekte noch geschützt ist, ist eben der Schutzwall der Sonne und der Schutzwall durch Jupiter, große Gasriesen wie zum Beispiel Jupiter, wie gesagt, und den Saturn, die durch ihre Gravitation große Objekte fangen und dann auch vielleicht sogar behalten oder in eine andere Richtung schießen, aber nicht zur Erde. Da haben wir bisher relativ viel Glück gehabt zum Beispiel. Wenn uns aber mal irgendein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern entgegenkommt, dann werden wir das auf jeden Fall sehr schnell merken. Und jetzt vielleicht nochmal etwas Amüsantes für euch. Legt euch doch einfach mal ins Bett, macht die Augen zu und stellt euch mal vor, wie ihr auf der Erde sitzt oder eben im Bett liegt, aber dann eben mit der Erde durchs All fliegt und ob ihr vielleicht doch irgendwas Kleines wahrnehmen könnt. Wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht könnt ihr es ja, wenn ihr eure Augen schließt und einfach euch ganz fest konzentriert. Wissenschaftlich gesehen dürfte das aber keinem wirklich auffallen. Erst würde es jemandem auffallen, wenn die Erde zum Beispiel abrupt abbremsen würde oder beschleunigen würde, beziehungsweise das Sonnensystem. Aber das ist ja eben nicht der Fall, denn das Sonnensystem bewegt sich eher mit konstanter Geschwindigkeit. Also es ist wirklich ein sehr interessanter Gedanke, dass wir in einem Raumschiff, also der Erde, sitzen, wo wir durch das Weltall reisen. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, dann ist das wirklich sagenhaft. Und deswegen würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.